Hallo, herzlich willkommen zu Teil 4 einer Trainingseinheit in der C-Dur A-Moll Tonleiter. Und heute schauen wir uns 4 klassische Patterns an, die alle aus der Klassik kommen und ein sehr, sehr gutes Training speziell für die linke Hand bieten. Ganz einfache Patterns eigentlich, die jedoch die Koordination der Finger der linken Hand sehr genau und präzise trainieren, und da braucht man Zeit dafür. Und der zweite Vorteil ist die Koordination zwischen der linken und der rechten Hand, weil wir alles komplett mit Wechselschlag spielen werden. Ich freue mich, wir sind live, gehen gleich mal in den Livestream hier rein. Hallo, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Und wir bleiben, wie gesagt, in der C-Dur Tonleiter und schauen uns 4 extrem wichtige klassische Fingerpatterns an. Die kommen aus der klassischen Musik und sind extrem, extrem gut zum Trainieren. Hallo, also, liebe Grüße an euch alle. Gebt mir mal Feedback zu Bild und Ton. Super, herzlichen Dank. Wir gehen direkt rein und fangen an mit Übung Nummer 1. Das ist jetzt der vorletzte Teil der Serie. Und ich beginne hier bei Tempo 50. Wir schauen uns dieses erste Pattern an. Und wir spielen 5-7 auf der dicken E-Seite. Wiederholen das zweimal. Dann die 8. Und dieses Pattern, also dieses Muster klingt. Ich habe einen leicht angezerrten Sound zum Üben, ein bisschen Hall drauf und ich dämpfe ein bisschen ab. So, was ist hier zu beachten? Wir spielen im Grunde genommen das Muster auf allen 6 Seiten und wiederholen das durch Oktavierung. Dasselbe auf der A-Seite. Dann springen wir auf das nächste Seitenpaar, 2 Bünde weiter. Spielen dasselbe Muster, springen dann 3 Bünde weiter in den 10. Bund und spielen dasselbe nochmal. So, alle 4 Patterns, alle 4 Beispiele, die wir heute üben und lernen, sollst du in allen 7 Lagen der Dur-Tonleiter üben. Das gehen wir gleich nochmal gegen Ende des Videos darauf ein, wie diese Übungen aussehen. So, jetzt hören wir einmal rein, wie das klingt. Wir sind jetzt auf Tempo 50. Du kannst das Tempo, wenn du das übst, auf dein Tempo anpassen. Ich würde hier mit Tempo 30 starten und ganz gemütlich dann diesen Fingersatz einprägen, eintrainieren. Ne? Also dieses Muster deiner Finger. Und das war auch schon Pattern Nummer 1, sehr klassisch, und das kann man dann auf dem ganzen Griffbrett spielen, aber da gehe ich dann am Ende dieses heutigen Videos drauf ein. Und wir gehen gleich über zu dem nächsten Pattern, Nummer 2, auch sehr, sehr klassisch, wird extrem gerne von den Rockgitarristen verwendet, allen voran von den Classic-Rockgitarristen wie Richie, Blackmore und Yngwie, Malmsteen, und natürlich, das ist ein klassisches Orgel- bzw. Geigen-Pattern. Und das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wir beginnen im 5. Bund, machen einen
großen Sprung vom A auf C über 3 Bünde, spielen dann rückwärts und nochmal vorwärts. Und das ist das Pattern. Wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen, dass es einen ganz bestimmten Klang hat. Jedes dieser Muster hat einen bestimmten Sound. Da 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 di da da, da 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 di da da. Spielen wir es einmal durch. Nochmal. Und. Sextolen, wir haben Sechzehntel, aufgeteilt in 2 aufeinanderfolgende Triolen, also 6 Töne. Da, 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 da. Richtig ist wichtig, wenn du das übst, kleine Bewegungen beim Picken und kleine Bewegungen in der linken Hand. Immer schön nah am Griffbrett, Daumen hinten in die Mitte des Griffbretts legen, etwa in Höhe von Zeigefinger, Mittelfinger, nicht nach links mit dem Daumen gehen, sondern schön in der Höhe hier von Zeigefinger und Mittelfinger. Leicht gekrümmt nach vorne. Das ist Pattern Nummer 2. Und auch hier werden wir dann das auf dem ganzen Griffbrett anwenden. Zu diesem Pattern gibt es auch eine Antwort. Wenn du jetzt mit dem Zeigefinger beginnst, kannst du dieses selbe Pattern rückwärts mit dem kleinen Finger beginnen. Auch sehr, sehr klassisch. Hier beginnst du mit dem kleinen, machst den großen Sprung auf den Zeigefinger, spielst vor und wieder zurück. Hören wir uns das Pattern mal auf einem höheren Tempo an. Ich gehe jetzt mal hier auf, dass ihr sehen könnt, mal auf Tempo 70 und spiele es einmal durch. Und den Vorzähler rein. Ihr seht schon, es ist nicht so schwer, wenn man das Muster mal in die Finger einprogrammiert hat. So, gehen zurück auf unser Ursprungstempo. 50 und schauen uns gleich Pattern Nummer 3 an. Das ist sehr, sehr klassisch, sehr geigenmäßig und auch einfach. Also 5, 8, 7, 8. Sehr, sehr einfach, sehr klassisch. Und hier 5 auf 8 und dann 7, 8. Wiederholung auf der A-Seite. 2 Bünde weiter, eine Oktave höher. 3 Bünde weiter, die 3. Oktave höher. So, einmal auf Tempo 50. Das muss man nicht die ganze Zeit mit dem Guitar Pro-File üben. Das Guitar Pro-File ist nur da, dass du das Muster sehen kannst und lernen kannst und auf langsamem Tempo mit dem Guitar Pro-File übst. Das Ziel ist, die Bewegung, den Ablauf des Patterns in die Finger einzuprogrammieren. Das braucht Zeit. Ja? Und dafür musst du nicht dauernd mit dem File mitspielen. Das ist am Anfang auch ein bisschen schwierig. Auf manchen Tempi ist es ganz komisch und auf
Manchmal hat man ein schnelleres Tempo, 80 oder 90 und dann geht es gut. Nicht auf jedem Tempo ist jedes Muster gleich gut mit in die Finger hineinzubekommen. Das liegt auch an unserer Anatomie und das muss man verstehen. Also auch wenn du mal schneller es probierst und es nicht gleich funktioniert, nicht gleich entmutigen lassen, sondern es vielleicht noch ein bisschen schneller probieren und dann kann es sein, dass es funktioniert. Ja? Aber erst die Muster in die Finger einprogrammieren. Also schauen wir es uns nochmal an. Ganz langsam. Und kommen wir jetzt zu einer kombinierten Variante dieses Musters. Und das ist dann auch das letzte Beispiel für heute. Und dann zeige ich euch Anwendungsbeispiele in den 7 Lagen. Und hier haben wir nichts anderes wie einmal die 2 großen Schritte und dann genau das, was wir eben gespielt haben. Hören uns das Ganze einmal an. So. Nochmal. Jetzt oktavieren wir die 2 Patterns. Und noch einmal. Und immer ist immer auch ganz wichtig, du musst dich nicht an meine Variante halten. Ich mache die Öffnung hier zum Beispiel. Du kannst aber auch mit dem Ringfinger spielen. Nimm immer das, was für dich am angenehmsten ist. Wenn du es hier oben die Öffnung mit dem Ringfinger machen willst, ist das völlig okay. Oder hier mit dem Mittelfinger. Ich empfehle, beide Varianten auszuprobieren und dann sich für die Variante entscheiden, die einem am besten von den Fingern geht. Okay, das waren die 4 klassischen Patterns. Jetzt schauen wir uns Anwendungsbeispiele dieser Patterns einmal an. Hierzu gehe ich vielleicht mal in diese Aufnahme, dass man das gut sehen kann. Und wenn ich jetzt das erste Muster mir nochmal anschaue, das klang so. Da, 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 da. So, und was kann ich jetzt machen? Ich kann es in der kompletten Tonleiter spielen. Und dann die nächste Lage. Das zeigt, wenn du jetzt ein Muster in deine Finger einprogrammiert hast. Wie das eben. Dann kannst du es auch in der Tonleiter spielen. Der Fingersatz ändert sich nur anhand der Tonleiter, in der du dich befindest. Nächste Position. Das Prinzip bleibt gleich. Und so übst du dich durch alle 7 Positionen der Dur-Tonleiter vor und zurück und nimmst diese 4 Patterns. Ja? Jetzt nehmen wir mal das nächste Pattern, das klassische da, 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 da. Also unser Muster Nummer 2. Da, 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 da. Nächste Position, Position 3 der Dur-Tonleiter.
und so weiter. Also durch alle Positionen. Du kannst auch in einer Position bleiben und das wiederholen, bis du das Muster in die Finger hineinbekommen hast. Was du dann machen kannst, beispielsweise als nächstes, das sind so die Übungen, die tatsächlich am meisten gemacht werden, ist, dass du es aus der senkrechten, also aus der vertikalen, dann in die horizontale bringst. Beispielsweise wäre das Muster dann hier auf dem unteren Seitenpaar so. Und dann hättest du alle 7 Lagen in der horizontalen auf dem Seitenpaar gespielt. Das ist sehr, sehr wichtig für deine Orientierung. Das macht natürlich Arbeit. Das ist nicht etwas, was du jetzt innerhalb von ein paar Tagen oder von ein paar Wochen lernen kannst und es nie wieder vergisst. Das ist ein Training, das kannst du jahrelang machen und du wirst enorm davon profitieren, was deine Orientierung und vor allen Dingen dein Verständnis der wichtigsten, nämlich der C-Dur Tonleiter, A-Moll Tonleiter auf dem ganzen Griffbrett lernen kannst. Und diese Patterns aus der Klassik, die sind natürlich sehr, sehr gut. Das sind wie Etüden. Wenn du jetzt Geige oder Klavier lernst, dann ist im Grunde genommen das Haupttraining, was du jahrelang machst, zusätzlich zu den Stücken, die du lernst. Schauen wir uns Muster Nummer 3 an. Und das ist ja das klassische Geigenmuster. Und das in der horizontalen oder senkrecht. Und das 4. Beispiel, wo ich dann 2 Lagen oktaviere, das dann beginnend hier. Nächste Position. Und so weiter. Also ich denke, du hast das verstanden. Ganz wichtig, wenn du in so eine Serie einsteigst, zu Beginn der Serie ist wichtig, erstmal die 7 Lagen natürlich zu lernen und diese Positionen dann mit der Zeit auch alle auswendig spielen zu können. So, jetzt gucken wir mal in den Chat rein. Hallo. So, jetzt gucken wir mal kurz rein, ob die eine oder andere Frage auftaucht und das sollte es dann auch für heute gewesen sein. Hallo, super. Gut, Bild und Ton war gut, sehr gut, vielen Dank. Hier ist eine gute Frage von Thomas. Gehen wir gleich mal drauf ein. Hallo Horst, wie hältst du das Plektum und die Hand beim schnellen Spielen? Ich spreize meine restlichen Finger ab. Du machst eine Faust, wie kann man das stabil spielen? Es gibt da keine Hilfe. Das ist einfach nur für jeden von uns ein bisschen unterschiedlich. Ich gehe mal hier in die Aufnahme rein. Also es ist weniger eine Faust so, weil dann würden meine Finger hier die Saiten berühren, sondern es ist mehr so eine lockere Handhaltung. Wenn du jetzt die Finger öffnen möchtest, um mehr Schwung zu bekommen, das ist völlig okay. Oder ein bisschen geschlossen. So, ich habe die Finger so, ich muss ja ein bisschen anlüpfen, auch wegen dem Volumenpotti hier, dass ich den nicht berühre. Ich glaube, das ist für jeden eine individuelle Geschichte, die du entscheiden kannst, ob du jetzt mehr, also wichtig ist nur, ob du die Finger der rechten Hand jetzt ein bisschen öffnest oder mehr schließt, ist, dass du die Finger locker lässt. Also, dass du keine Faust machst und verkrampfst. Oder auch beim Öffnen, dass du so krampfhaft spielst oder hier aus dem gesamten Unterarm, sondern das schnelle Spiel ist eine lockere Geschichte. Ne? Das ist ja so verblüffend, wenn man die besten Spieler dann anschaut, wie Martin Miller zum Beispiel,
wie locker die das dann aus dem Handgelenk dann spielen können. Okay? Also individuelle Geschichte, wichtig ist, Lockerheit zu bewahren. Genau, diese, wie Adriano hier schreibt, Muscle Memory for the win, das ist richtig. Ihr müsst es sehr, sehr oft wiederholen, um diese Muster in die Finger einzuprägen. Genau. Lutz fragt hier an die Gemeinde wegen Boxen am Helix. Okay, das ist jetzt ein anderes Thema, mehr für die Fragerunde, aber ich würde sagen, wenn du dich für Neumann entschieden hast, dann bist du im High-End-Bereich und hast du alles richtig gemacht. Okay. Welche Tonleitung? Hier nochmal eine gute Frage von Dennis. Wir nehmen wieder mal aus, das wahrscheinlich jetzt. Vielen Dank. Sehr gerne. Also welche Tonleiter soll ich anfangen? Zu Beginn hast du mit dem, was wir heute machen, nichts zu tun, sondern was du trainierst, sind die Pentatoniken. Du gewöhnst dich an die 5 Lagen der Pentatonik und machst dort einzeln, doppelt, dreifach Übungen und dann lernst du dort die Patterns spielen und lernst die 5 Lagen. Erst die Pentatonik. Und wenn die Pentatonik nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr gut funktioniert, dann kannst du dich an die Dur-Tonleiter mit den 3 Tönen pro Seite, das ist schon heftig, wenn du da noch am Anfang bist, dich daran dann gewöhnen und es dir dann zu erarbeiten. Okay? Also Pentatonik und dann die Dur-Tonleiter. Ja. Ja, hier schreibt Clemens, schreibt hier, hallo Horst, die Patterns erinnern mich an Yngwie Malmsteen. Klar, weil Yngwie natürlich der klassische Gitarrist schlechthin ist und eine überragende Technik hat. Und die Patterns kommen alle aus der klassischen Musik und sind natürlich die besten, die es gibt, weil sie deine Fingerunabhängigkeit so schön trainieren können. Ja. So, Blue Boy schreibt, locker spielen erledigt sich bei mir mit dem Abdämpfen rechte Hand. Da ist nichts mehr mit locker. Hast du einen Tipp für mich? Ja, gerne. Also der Tipp ist der, wenn ich jetzt spiele, und zwar, wenn ich jetzt eines der Muster nehme, nehmen wir das Klassische. Wenn ich das auf Tempo bringe, wenn ich das jetzt abdämpfe und dann beobachte ganz genau die rechte Hand. Okay? Also einmal, also ich spiele es mal auf der G-Seite. Siehst du, was passiert? Siehst du einen Unterschied? Den einzigen Unterschied, der entsteht, das ist jetzt offen gespielt. Das Einzige, was passiert, ist, dass ich hier von hier, meine Hand liegt hier auf, ein bisschen nach vorne wandert, bis ich die Saite leicht berühre. Und mit leicht meine ich wirklich, die rechte Hand, die drückt nicht, die liegt ganz leicht. Und dann kann ich das zu 95% auf demselben Tempo spielen, wie vorhin, als ich es offen hatte. Also hier hinten auf dem Tremolo liegend. Leicht. Nur leicht hier berühren. Und das ist viel Training. Und das klingt 90% der Zeit, wenn man damit beginnt, das zu üben, mit dem Abdämpfen und dem Schnellspielen, klingt das am Anfang nicht schön. Es klingt einfach, es klingt unnatürlich, es klingt abgehackt. Ne? Und die Hand du musst dich aus dieser, du siehst, ich gehe nur leicht nach vorne. Und vieles von dem, was ich dir jetzt zeige, ist, und ich habe es euch schon so oft gesagt, ist Mandolinentechnik. Ne? Also gewöhnt euch dran, dass das Schnellpicken der rechten Hand ist
mit eines der besten Trainings, was es gibt auf Saiteninstrumenten, ist Mandolintechnik. Das bedeutet, wir spielen Melodien, die wir kennen. Irgendeine Melodie, die du schon kennst, ist völlig egal, was du nimmst. Du kannst Still Got the Blues damit spielen. Irgendeine Melodie und dann pickst du sie schnell. Das ist ein Training, das klingt am Anfang wirklich, wirklich nicht so toll, aber mit der Zeit wirst du da richtig besser und du merkst auch dann schon nach ganz kurzer Zeit, wie das rechte Handgelenk warm wird, die Durchblutung kommt rein und die Beweglichkeit entsteht. Es braucht alles seine Zeit. Das Üben der Gitarre ist, wie ihr sicher, Telefon klingelt, das Üben der Gitarre ist, wie ihr sicher festgestellt habt, eine Sache, die du dein Leben lang machen wirst und du wirst auch dein Leben lang, wenn du dran bleibst, immer besser. Deswegen, das war's für heute. Das waren die wichtigsten Übungen in der C-Dur A-Moll Tonleiter Teil 4. Den 5. Teil haben wir noch, das machen wir gleich nächste Woche und dann haben wir diese Übeserie beendet und ich denke, jeder weiß dann ganz genau, was er üben kann, was er üben sollte und hat so die besten Patterns und Übungen, die es in diesem Bereich auf der Gitarre gibt und viel mehr muss er dann auch nicht mehr suchen, denn wenn er diese Muster und Patterns spielen kann, dann ist er wirklich vom Training her in der obersten Liga auf der Gitarre. So, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich will das Video auch heute nicht zu lange halten, so unter 30 Minuten ist eine hervorragende Zeit. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich dabei wart und dass ihr motiviert seid. Bitte nimm jetzt gleich deine Gitarre zur Hand und lerne diese 4 Patterns. Viel Erfolg und wie Michael schreibt, das Pulp Fiction Thema ist auch sehr, sehr gut. Und zwar, der Song heißt Missy Lou von Dick Dale. Na? Das zum Abschluss. Herzlichen Dank, ich freue mich. Bis Donnerstag. Am Donnerstag machen wir wieder ein Song-Tutorial. Und zwar, ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein. Born to be Wild. Wir schauen uns dann die Version auf der elektrischen Gitarre mit allen Finessen an und auch eine Variante Akustikgitarre mit Begleitung und Gesang. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao.